Baddsysteme für die Töpferscheibe. Braucht man das? Ich gebe euch hier meine Meinung dazu. Ein Baddsystem ist eine Hilfe, um Objekte von der Töpferscheibe besser abheben zu können. Aber wenn ich nun so eine Vase gedreht habe und es nicht schaffe, die abzuheben, weiß ich nicht, ob ich da meinen Beruf verfehlt habe. Für normale Dinge braucht man es also nicht. Anders sieht es vielleicht aus bei Stücken wie dieser Müslischale, die man leicht zerdrückt, aber wie im letzten Video gezeigt, es gibt durchaus Methoden, wie man diese Müslischale auch ohne Baddsystem, ohne Verbeulen von der Scheibe herunterbekommt. Eine ganz andere Nummer sind natürlich große Stücken. Wenn ihr jetzt hier solch ein großes Gefäß gedreht habt, das hebt man nicht ohne weiteres von der Scheibe ab, ohne es zu verformen. Da wäre irgendein Hilfsmittel natürlich schon gut. Früher hat man dafür die gute alte Gipsscheibe verwendet. Baddsysteme waren da noch nicht üblich. Wer mit Gipsscheibe drehen will, der muss zuerst eine Schicht Ton auf den Scheibenkopf aufbringen. Das heißt, wir nehmen hier so, weiß ich nicht, 250 Gramm Ton und ziehen den ganz flach über die Scheibe. So sollte halbwegs gleichmäßig sein. Hier ist ein bisschen zu hoch. Ich mache mal weg, so. Und dann macht man Rillen hinein. Die Gipsscheibe macht man vorher nass, am besten vielleicht auch in einen Eimer Wasser. Ich demonstriere es hier nur mal schnell. Und dann drückt man die Scheibe einfach so auf den Ton, ein bisschen anklopfen. Und jetzt kann man hier drauf sein Objekt drehen. Also solch ein großer Topf hätte durchaus auf dieser Gipsscheibe gedreht werden können. Und wenn ich fertig bin, jetzt ist der Fokus weg, aber egal, wenn ich fertig bin, suche ich mir ein Tool wie solch ein Flaschenknecht und gehe hier kurz drunter und knipse mir die Scheibe ab, dass ich sie abheben kann. Und dann mache ich den Ton wieder nass, die nächste Scheibe nass. Und so kann ich damit eigentlich auch ohne Baddsystem klarkommen. Das erfordert natürlich viele Gipsscheiben. Nun gibt es diese sogenannten Baddsysteme. Dies ist ein wirklich sehr günstiges. Die Firma, ich werde nicht dafür bezahlt, heißt Alfie Rips. Sucht euch selber. Ihr sagt dort, wie groß euer Scheibenkopf im Durchmesser ist und dann wird es passend hergestellt. Meine Scheibe dreht schon eine Weile. Die ist 2 mm kleiner durch das Schleifen vom Schwamm. Und in diese Systeme oder in diesen Rahmen passen jetzt diese handelsüblichen unglasierten Fliesen. Und jetzt könnte ich die hier einsetzen und darauf drehen, was immer ich möchte. Zum Beispiel diese Müslischale aus dem letzten Video. Wenn ich jetzt fertig bin, dann hole ich einfach diese Fliese mit der Schüssel heraus und kann sie ohne zu verformen abheben. Das macht es einfacher und ein kleines bisschen schneller. Was aber mit diesem Fall, was nützt mir dieses Baddsystem jetzt? Kleine Dinge bekomme ich runter und für die großen nutzt es mir nichts. Das war nicht so in meinem Sinn
Also habe ich folgende Lösung gemacht. Ich habe mir große Scheiben geschnitten, in dem Fall 35er Durchmesser. Und das Geheimnis ist, voilà, ich habe die Fliesen unten drauf geklebt. Und jetzt kann ich diese große Scheibe auf diesen Rahmen aufsetzen. Das ist natürlich etwas frickelig, weil man es nicht sieht. Und nun kann ich hierauf beliebig große Sachen drehen. Moment, ich habe was vergessen. Entscheidend ist hier, durch das Kleben ist hier eine Kleberschicht dazwischen. Und dieses Bot-System ist so korrekt hergestellt, dass es jetzt wackeln würde. In dem Fall, ich muss hier einige Gummistücken, das sind einfach aus einem Fahrradschlauch geschnittene Vierecken, hier drunter tun, damit meine Lösung jetzt nicht kippelt. Ja. Das liegt wirklich nur daran, dass ich so viel Kleber zwischen Platte und Fliese habe. Und jetzt passt es drauf und ich kann große Dinge damit drehen. Und ich denke, das ist dann auch so mein Fazit für diese Bot-Systeme. Wenn ihr noch nicht wirklich drehen könnt, ich würde sie nicht benutzen, weil ihr einfach etwas nicht lernt. Ihr seid zwar schnell besser, aber euch entgeht einiges an Erfahrung und Wissen, was ohnehin gekommen wäre. Wenn man etwas weiter ist und dieses Beispiel für große Sachen braucht, dann kann ich es rundherum empfehlen.